Hallo zusammen, herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei der M-Performance Bremse, also der Upgrade Bremse am M2, die Bremsbeläge wechseln könnt. Ich habe ja bei meiner Datenaufzeichnung von der Rennstrecke festgestellt, dass zwar die Bremse subjektiv für mich sehr gut funktioniert, aber objektiv gesehen in den Daten habe ich eben jede Menge Zeit in den Anbremszonen verloren, im Vergleich zu der kleinen Sportbremse, die vorher montiert war, und den Pagid Rennsportbelegen. Deswegen möchte ich jetzt auch hier nochmal mit anderen sportlichen Belegen, die speziell für den Einsatz auf der Rennstrecke gedacht sind, eben probieren, ob ich nicht nochmal ein bisschen mehr Performance rauskitzeln kann. Und dieses Mal habe ich mich für EBC-Belege entschieden. Ganz einfach deswegen, weil ich ein bisschen Vergleich haben wollte. Pagid habe ich jetzt bereits kennengelernt, war sehr zufrieden damit. Und jetzt dachte ich, einmal für mich als Information, als auch vielleicht für euch, einmal einen anderen Hersteller auszuprobieren, um dann zu schauen, ob es da Unterschiede gibt oder ob der ähnlich gut performt wie Pagid. Hier sehen wir jetzt einmal den Belag für die Vorderachse. Er hat hier auf der Rückseite auch so eine spezielle Metallplatte, die soll verhindern, dass da Geräusche entstehen. Alternativ kann man natürlich auch Kupferpaste oder irgendwas einsetzen, aber die neuen Bremsbeläge sind eigentlich alle mit so einer speziellen Beschichtung auf der Rückseite ausgerüstet, damit das nicht mehr quietscht. Ansonsten ist es so, dass die EBC-Belege für die Vorderachse die Möglichkeit bieten, den Sensor zu montieren, also den Verschleißsensor, das sehen wir auch hier das Loch. An der Hinterachse ist das leider nicht gegeben, das heißt, dort muss man den Sensor abklemmen, das zeige ich gegen Ende des Videos eben auch. Jetzt einmal kurz der Überblick, was ich sozusagen benötigt habe. Bremsenreiniger, um die Flächen zu reinigen, so kleine Stifte, um diese Haltestifte aus den Bremssätteln herauszuklopfen. Die kennt ihr ja wahrscheinlich aus meinem vorherigen Video bei dem Service der M-Sportbremse. Dann natürlich eine Drahtbürste zum Reinigen der Flächen, sowohl an der Felge als auch an der Radnabe, eine Ratsche, eine entsprechende Nuss und noch kleine Torx-Schrauben werdet ihr auch brauchen, da die Bremssättel vorne anders vom Aufbau sind, als man das jetzt, sage ich mal, bei der M-Sportbremse oder bei der Performance-Bremse an der Hinterachse gewöhnt ist. Das sehen wir dann auch gleich am Auto. Dann natürlich euer Felgenschloss braucht ihr auch, wenn ihr das habt, damit ihr die Felge abbekommt. Als erstes jetzt natürlich das Rad demontieren. Das ist immer der erste Schritt. Das Auto ist jetzt schon ein bisschen am Wagenheber, aber die Last war noch drauf, sodass ich die Muttern alle guten lösen konnte. Jetzt das Auto eben dann anheben und die Radschrauben eben komplett entnehmen. Das kennt ihr ja aus den anderen Videos, das ist jetzt nichts Neues. Beim Rausheben immer ein bisschen aufpassen. Ich habe da jetzt auch den Fuß drunter gestellt, dass die Felge nicht runterkippt. Und jetzt geht es ans Reinigen. Ich mache bei der Gelegenheit auch mal gleich den Bremssattel sauber hier an der Vorderachse. Da ist nämlich jede Menge Bremsstaub und auch Gummiabrieb von der Rennstrecke. Das sieht dann natürlich nicht so schön aus. Und wenn ich jetzt da schon so gut rankomme, mache ich das eben in dem Zug auch gleich sauber. Und was wir jetzt hier schon erkennen können, der ein oder andere hat es vielleicht bemerkt, der Bremssattel ist hinten geschlossen. Das heißt also in der Mitte des Bremssattels, wo sich auch die Feder befindet, um die Belege einzuspannen, sind jetzt zwei komplett durchgehende Metallstreben. Das heißt, wir können hier nicht, wie bei der anderen M-Sportbremse oder an der Hinterachse bei der Performance-Bremse, die Belege wechseln, ohne den Sattel abzunehmen. Das heißt, wir müssen also jetzt hier an der Vorderachse, das zeige ich gleich, den Sattel einmal demontieren. Das sind zwei Torx-Schrauben, zwei große Torx-Schrauben, die den Sattel hier sozusagen an der Narbe halten. Die müssen wir lösen, müssen den Sattel dann sozusagen von der Scheibe herunterheben, um die Belege wechseln zu können. Als erstes lösen wir jetzt aber, solange der Sattel noch fest montiert ist, das ist wichtig, da haben wir Kraft und können gut arbeiten, die beiden Splinte, die die Belege sozusagen in Position halten. Einfach entnehmen, ein bisschen säubern und später wieder einsetzen. Oben und unten jeweils. Und jetzt seht ihr schon, hier unten habe ich den Torx schon eingesteckt. Da befindet sich eine Torx-Schraube und oben am Sattel eben auch. Das hier ist jetzt, glaube ich es war ein T50er oder T55er Torx. Müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr auf jeden Fall da auch eine große Torx-Version habt, sonst kriegt ihr das nicht gelöst. Und dann muss man eben, nachdem man die Schrauben gelöst hat, den Sattel von der Bremsscheibe ziehen. Aufpassen, wenn ihr die letzte Schraube löst, dass euch der Sattel nicht runterfällt, ne, weil der hängt ja nur an der Bremsleitung, das wäre extrem schlecht. Deswegen hier vorsichtig. Ich habe sozusagen die untere Schraube zuerst komplett entnommen und als letztes die obere Schraube, das sehen wir jetzt auch gleich. Dann fand ich es einfacher, den Sattel zu halten.
Ne, die untere Schraube ist jetzt komplett raus. Jetzt halte ich hier mit der einen Hand den Sattel, sodass er nicht wegrutscht und löse die andere Schraube oben auch noch und stelle dann den Sattel gleich eben auf so ein kleines Schemelchen, beziehungsweise ja, könnt ihr auch ein Stückchen Holz nehmen oder was auch immer. Irgendwas, was halt passt, damit da sozusagen keine Zugbelastung auf der Bremsleitung ist. Ein bisschen hin und her wackeln und dann kommt er raus. Da fällt jetzt jede Menge verbranntes Zeug raus. Wie gesagt, an den Bremsbelägen ist da hinten so eine Anti-Quietsch-Beschichtung drauf und die hat es aufgrund den hohen Temperaturen, hat es die halt teilweise komplett verbrannt und zerbröselt. Und auch noch wichtig zu sagen ist, auf der Fahrerseite ist hier so ein Verschleißsensor montiert. Das heißt, den einen Belag, den bekommt ihr erst wirklich richtig gelöst, wenn der Verschleißsensor auch lose ist. Ich zeige den jetzt hier einmal. Dieser Kollege ist das. Den könnt ihr natürlich auch, sage ich mal, lösen, bevor ihr den Sattel runternehmt. Das bleibt dann euch überlassen. Ich habe es jetzt gemacht, nachdem der Sattel weg war. Das ging auch. Wenn ihr was habt, wo ihr den Sattel drauflegen könnt, ist das kein Problem. Jetzt gehe ich nochmal her mit den alten Belegen und stelle die Bremskolben zurück, so gut das eben geht. Dadurch, dass die neuen Belege ja mehr Futter haben, müssen die Bremskolben wirklich komplett eingefahren sein. Ihr könnt dazu natürlich auch die neuen Belege verwenden. Die alten Belege haben aber ein bisschen weniger Material und da bin ich einfach mit der Hand besser hingekommen. Deswegen habe ich das jetzt mit den alten Belegen gemacht. Und jetzt seht ihr auch hier einmal, wie sehen die aus. Also wie gesagt, die sind jetzt noch nicht abgefahren, die hätte ich weiterverwenden können, aber ich wollte eben mehr Performance haben. Und hier auf der Rückseite sehen wir auch aufgrund der hohen Temperaturen, bei dem Bremsbelag geht das jetzt noch. Der andere war wirklich so, dass das Material schon komplett weggebröselt war. Hier sieht man es aber auch. Hier ja, hat das auch schon so seine Festigkeit ziemlich stark verloren, aber hier ist es noch extremer. Ne, da sieht man jetzt sozusagen das blanke Metall und der Belag da oben, der ist schon so richtig aufgebrochen und teilweise weg. Und der ganze Mist, der hängt dann jetzt natürlich in der Bremse, das heißt da auch eben ein bisschen den Bremssattel ein bisschen putzen und von diesem Staub- oder Abriebmaterialien eben befreien, sodass die neuen Belege da schön reingleiten und der ganze alte Mist raus ist. Das ist jetzt so ein neuer Belag, haben wir vorher schon mal kurz gesehen, auch hier mit Verschleißsensor. Da jetzt einfach darauf achten, dass ihr den eben richtig positioniert, ne, dass ihr den Verschleißsensor hier auch später montieren könnt. Um den einzusetzen, einfach so ein bisschen schräg halten. Dann funktioniert das sehr gut. Auch hier jetzt wieder nochmal ein bisschen zurückdrücken. Und dann eben den zweiten Belag auch noch einsetzen. Jetzt sind die Belege eingesetzt, jetzt wird es ein bisschen knifflig. Wie gesagt, da am besten mit so einem Schemelchen oder einem umgedrehten Eimer, wie auch immer, arbeiten. Denn die Belege halten jetzt aktuell nicht, das heißt, die wollen tendenziell immer in die Mitte kippen und dann kriegt er die nicht auf die Bremsscheibe. Deswegen hier einfach ein bisschen, das Ganze sehr nah rücken, damit ihr das dann da drauf bekommt. Und dann ist natürlich auch ein ganz schönes Gefummel, da mit einer Hand den schweren Bremssattel in der richtigen Position zu halten, um dann nachher das Loch zu treffen, um den wieder zu montieren. Mit ein bisschen Geduld und Gefummel funktioniert das aber. Und jetzt sehen wir eben hier, durch die Feder werden die Belege nach innen gedrückt und deswegen haben diese Belege hier oben auch diesen Rundkopf, damit man hier später eben zum Beispiel mit dem Stift, den ich genutzt habe, um diesen Stift herauszuschlagen oder diesen kleinen Splint, da könnt ihr den dann nachher verwenden, um auch diesen Belag so ein bisschen nach hinten zu drücken. Ich zeige das gleich noch mal im Detail, das ist dann einfacher, als es nur zu erklären. Jetzt erstmal den Bremssattel wieder so grob befestigen, damit da nichts verrutschen kann. Und wenn das gegeben ist, die Splinte, die die Belege in Position halten, wieder einsetzen. Und jetzt hier sieht man schon, wie gesagt, dadurch, dass die Feder den Belag nach vorne drückt und die Löcher nicht übereinstimmen, kommt man da nicht so gut hin. Und jetzt nimmt man einfach so einen kleinen Stift, den man auch nimmt, um die Splinte herauszuschlagen und kann damit wunderbar durch diese Rundung den Bremsbelag leicht nach vorne holen. Und dann eben den Splint wieder durch den Bremssattel und den Bremsbelag führen. Und so ist das alles wieder in Position. Das ist also sehr praktisch und das erklärt auch, warum die Bremsbeläge vorne eben diesen Rundmechanismus haben. Wie man es hier sieht, wenn man da einhakt, dann kann man den eben wunderbar nach vorne holen. Hier jetzt nochmal im Detail. Und so kriegt ihr den Splint eben da wunderbar wieder durchgeführt. Jetzt einfach den Splint wieder festkloppen, solange bis er hinten plan aufliegt und vorne eben wieder genauso aus dem Loch schaut wie zu Beginn auch. Und dann
Den Verschleißsensor nicht vergessen, den jetzt auch wieder anstecken. Prinzipiell könnt ihr den natürlich auch weglassen, denn ja, der funktioniert ja nur dann, wenn sozusagen tatsächlich der Belag abgefahren ist und der Verschleißsensor zerstört wird. Nur dann gibt er ja ein Signal. Das heißt, wenn ihr den jetzt nicht wollt und immer regelmäßig selber kontrolliert, könnt ihr den jetzt ähnlich wie an der Hinterachse, ich das später auch zeige, einfach abklemmen. Jetzt ganz wichtig, als letztes den Bremssattel richtig festziehen, ja, so fest wie es eben für euch geht, damit sich da später nichts löst und das alles wirklich bombenfest sitzt. Ruhig nochmal nachkontrollieren. Das ist ja auch so, wenn ihr das festzieht, dass dann eben, wenn ihr oben festzieht, gibt es unten nochmal ein bisschen mehr Spiele und ihr könnt nochmal nachziehen, dass ihr das immer so im Wechsel macht. Ja, und jetzt ist eigentlich der Service schon durch, die Bremsbeläge sind gewechselt und so sieht das dann eben im fertigen Zustand aus. Genau, jetzt noch einmal, das kennt ihr eigentlich schon aus dem anderen Video, aber rein zur Information und eben wegen der Besonderheit mit dem Sensor. Hier nochmal ein Beispiel für die Hinterachse. Hier ist es jetzt so, da, wie gesagt, man kennt das ja aus dem anderen Video, was ich gezeigt habe, hier muss man den Bremssattel jetzt nicht abnehmen. Man kann lediglich die Splinte lösen und dadurch die Feder freigeben und kann die Bremsbeläge nach hinten herausziehen. Im Prinzip ist hier also ähnlich wie in der Vorderachse, nur dass man, wie gesagt, den Sattel eben montiert lassen kann. Genau, auch hier jetzt eben den Bremskolben wieder ein bisschen zurückstellen, indem ihr das hier den Belag, so gut es geht, in Richtung Bremssattel bewegt und weg von der Bremsscheibe, sodass die Kolben eben zurückgestellt sind. Dann die Belege entnehmen. Auch hier sieht man da, durch die Hitzebelastung hat sich das Material eben verabschiedet. Und hier sehen wir jetzt, hier gibt es leider keine Position für den Verschleißsensor. Das heißt, wir können den also leider an der Hinterachse nicht weiterverwenden. Hier nochmal im Vergleich, beim Originalteil ist da eben so eine entsprechende ja, Einkerbung für diesen Verschleißsensor. Hat natürlich den Nachteil am Originalbelag, dass wir weniger Belag haben, weniger Belagfläche, was jetzt bei dem EBC-Belag eben nicht der Fall ist. Da hat man also eine geschlossene Bremsfläche und dadurch natürlich auch ein bisschen mehr Bremsleistung. Jetzt die neuen Belege eben entsprechend einsetzen, den Splint wieder durchführen. Hier können wir zuerst den unteren Splint sozusagen komplett einführen und dann eben die Feder einhaken und mit dem oberen Splint dann sozusagen sichern. Da dann eben einfach ein bisschen mit der Hand zurückdrücken oder auch wieder mit einem anderen Stift sozusagen euch das Leben ein bisschen leichter machen. Solange bis ihr eben das Loch getroffen habt vom Bremssattel und der Splint schon sozusagen in Führung ist und dann einfach nur noch festklopfen. Genau, und dann ist auch der hintere Bremsenservice sozusagen schon fertig und ihr habt die neuen Belege montiert. Jetzt kommt eben die Besonderheit mit dem Sensor. Diesen dann am besten wasserdicht verpackt, das heißt also diese Metallfläche vorne eben abkleben mit einem Isolierband oder irgendwas, dass da kein Wasser rankommt und das nachher korrodiert. Und wenn das alles schön sozusagen wasserdicht verpackt ist, dann befestigt ihr den einfach mit 1-2 Kabelbindern, sodass der während des Betriebs nirgends schleift oder sich irgendwo verwickeln kann. Ich zeige das jetzt hier einmal. Ne? Die Spitze habe ich jetzt eingewickelt, sodass da kein Wasser rankommt. Und ich habe den hier mit Kabelbindern befestigt, sodass der auch nirgends schleift. Die überstehenden Reste des Kabelbinders natürlich abzwicken. Und ja, das ist alles, was ihr machen müsst. Ihr bekommt auch keine Fehlermeldung. Wie gesagt, der Sensor kommt erst zum Tragen, wenn er tatsächlich durch so abgefahrene Bremsbeläge zerstört werden würde. Das heißt also, wenn ihr den jetzt einfach hier so liegen lasst, dann funktioniert das genauso gut. Die Anzeige im Auto zählt auch weiter runter, weil es einfach Schätzwerte sind. Das heißt, da wird nicht wirklich gemessen. Deswegen sind diese ganzen Anzeigen, die ihr da im Fahrzeug habt, auch so ein bisschen Hokuspokus. Das braucht man nicht. Und hier würde der eben normalerweise reinpassen, ist aber nicht gegeben. Jetzt noch die Info, wie könnt ihr euren Servicestand zurücksetzen. Ihr geht also nur auf Zündung, haltet hier dann 1 bzw. 2-mal, ich habe die Logik noch nicht ganz verstanden, länger als 6 Sekunden gedrückt. Ja, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, dann einfach Taste nochmal lösen und nochmal drücken. Ihr könnt auch zur Sicherheit 10 Sekunden halten, das mache ich auch.
und dann poppt so ein Untermenü auf, was ihr sonst eigentlich nicht kennt, wo ihr sozusagen jetzt durch einfaches Drücken durch die Menüpunkte navigieren könnt, ne? Bremsbeläge vorn, Bremsbeläge hinten, Ölstand und so weiter. Wenn ihr einen Menüpunkt habt, einfach die Taste gedrückt halten, auch wieder länger als 6 bzw. 10 Sekunden, nochmal lösen und nochmal gedrückt halten. Dann erscheint eine Reset-Anzeige, das sehen wir jetzt auch gleich. Jetzt drücke ich nochmal, sozusagen zum zweiten Mal. Und jetzt kommt diese Reset-Anzeige, da haltet ihr jetzt gedrückt, bis die vorbei ist. Und dann könnt ihr sozusagen mit einem einfachen Druck wieder auf den nächsten Menüpunkt wechseln. Ihr könntet also auch Fahrzeugcheck oder Ölwechsel und so weiter zurücksetzen. Dann den Punkt, den ihr wieder verändern wollt, hier zum Beispiel Bremsbeläge vorn, wieder länger als 6 bzw. 10 Sekunden gedrückt halten. Ein zweites Mal antippen, wieder gedrückt halten. Dann kommt wieder der Reset. Und wenn der durch ist, könnt ihr die Taste wieder loslassen. Das war's. So könnt ihr völlig ohne Werkstattbesuch eure Serviceintervalle selber wieder zurücksetzen. Das Ganze reflektiert sich natürlich auch im Fahrzeugstatus. Das heißt, wenn ihr hier im Fahrzeugstatus euren Servicecheck aufruft, seht ihr auch hier, dass die wieder zurückgesetzt sind. Jetzt nicht wundern, dass da nur 16.000 Kilometer steht. Das liegt bei mir eben daran, dass ich das Auto hauptsächlich auf der Rennstrecke bewege und dadurch die Serviceintervalle oder auch die Verschleißintervalle kürzer berechnet werden als jetzt bei einem Fahrzeug, was ihr normal fahrt. Bitte auch noch bedenken, jetzt da ihr sozusagen die Bremskolben zurückgestellt habt, bevor ihr losfahrt, ein paar Mal das Bremspedal pumpen, damit da wieder Vorspannung da ist und ihr auch wirklich zum Stehen kommt. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Ciao.